Das Starship von SpaceX, die größte Rakete der Geschichte, hat eine Flugerlaubnis von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde erhalten und könnte jetzt am Montag, den 17. April um 14 Uhr das erste Mal in den Weltraum starten. Wie es ablaufen wird, was du beachten musst, wo du es am besten sehen kannst und welches Zeitfenster in den kommenden Tagen wichtig ist, das klären wir heute in diesem Senkrechtstarter Start-Special. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, der mit 50.000 Abonnenten reichweitenstärkste Raumfahrttechnik-Kanal im deutschen Sprachraum. Wie von SpaceX antizipiert, kam erst kurz vorher die Starterlaubnis durch die FAA. Am späten Freitagabend unserer Zeit kam sie und eine Schockwelle ging durch die Space Bubble. Jetzt kann es auch offiziell losgehen. Vielleicht hier erstmal vorab. Ein Senkrechtstarter Starship Livestream am Montag, den 17. April, ist spätestens um 13 Uhr MESZ live. Ich habe mir hier fest vorgenommen, dank der grandiosen Community, die am besten informierteste deutschsprachige Berichterstattung zu liefern. Zur genauen Zeitplanung am Montag und was uns erwartet, da kommen wir gleich. Aber lasst das nochmal auf euch wirken. SpaceX steht in den Startlöchern. SpaceX wird den ersten Flugtest eines vollständig integrierten Starship- und Super Heavy-Raketensystems durchführen. Jetzt am Montag, den 17. April, von der Starbase in Texas. Mit 120 Metern, die mit Abstand größte und mit über 4.600 Tonnen Gewicht beim Start das schwerste vom Menschen je zum Flug gebrachte Objekt. Das Starship-Programm, das hat ja zum Ziel die Beförderung von Besatzung und Fracht in den Erdorbit. Außerdem die Unterstützung der NASA bei der Rückkehr des Menschen zum Mond und, wenn es nach SpaceX geht, ja auch für Reisen zum Mars und darüber hinaus. Wir waren hier auf Senkrechtstarter live dabei, wie SpaceX mehrere suborbitale Flugtests der Starship-Oberstufe durchgeführt hat. Und während uninformierte Menschen von Explosionen und Fehlschlägen berichtet haben, war allen, die das Programm verfolgt haben, bei jedem dieser Tests klar, scheiße, das geht jetzt verdammt in die richtige Richtung. Aber deshalb schaut ihr ja schließlich Senkrechtstarter. Ich werde diesen Start auf jeden Fall live streamen und werde euch live mit interessanten Hintergrundinfos versorgen. Und kann euch jetzt schon neugierig machen auf einen Special Guest im Livestream. Apropos versuchte und letztlich erfolgreiche Landung der Starship-Prototypen. Während bei den ersten Höhenflugtests auch eine Landung erprobt wurde, ist das jetzt beim ersten Orbitalflug kein Ziel von SpaceX. Dazu aber gleich mehr. Euch wird vermutlich brennend interessieren, wie der Zeitplan aussieht. Ja, wir sind in den USA und da hört man auf den Sheriff, genauer gesagt auf den von Cameron County, das ist die Gemeinde von Boca Chica oder der Sheriff, der für diese Gemeinde zuständig ist. Den Link zu seiner Seite, wo immer die neuesten Termine sind, die verlinke ich euch unter dem Video. Aktuell heißt es, das Startfenster öffnet am Montag, den 17. April von 14 Uhr MESZ, also unserer mitteleuropäischer Zeit, und ist dann 150 Minuten offen, also bis 16:30 Uhr. Innerhalb dieses Startfensters könnte der Start also potenziell jederzeit erfolgen. Der Flug wird maximal 90 Minuten dauern, also spätestens um 19 Uhr ist alles vorbei. Schöner Hinweis vom Sheriff, die Bewohner von Cameron County und der näheren Umgebung werden möglicherweise ein lautes Geräusch hören. Das von den 33 Raptor-Triebwerken der Rakete bei der Zündung und beim Start in den Weltraum verursacht wird. Ja, was würde ich dafür geben, das zu hören und das zu spüren? Fun Fact, das deutschsprachige Hashtag Team Space ist mit mindestens 3 Menschen vor Ort. Felix von What About It ist mit der gesamten Y-Family unten. Adrian von NASA Spaceflight ist runtergefahren und Flo aus dem Team vom Everyday Astronaut ist auch vor Ort. Sollte das Ding starten, wird das so oder so eine Riesenshow. Oder wie Elon Musk sagt, Erfolg vielleicht, Aufregung garantiert. Okay, jetzt weißt du, wann du dir für einen Start und möglichen Flug Zeit frei halten solltest. Der Senkrechtstarter Livestream wird, wie gesagt, spätestens eine Stunde vor einem möglichen Start online sein. Also ab 13 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Warum sage ich spätestens? Es müssen einige Dinge passieren, damit die Rakete starten kann. SpaceX gibt uns dafür einen ungefähren Countdown. Wie bei allem, das ist ein Prototypentest einer Rakete. Das ist so mit das Komplexeste, was es überhaupt gibt, daher absolut normal, kurzfristige Verschiebungen oder Änderungen. Etwa 2 Stunden vor einem möglichen Start, also bei uns um 12 Uhr mittags frühestens, wird der SpaceX-Flugdirektor die Freigabe für die Treibstoffbeladung geben.
Etwa 1 Stunde und 39 Minuten vor einem möglichen Start wird mit der Betankung der Erststufe oder dem Erststufenbooster begonnen. T-1 Stunde und 22 Minuten vor einem potenziellen Start wird mit der Betankung der Starship-Oberstufe mit Flüssigmethan begonnen. 5 Minuten später soll die Betankung mit flüssigem Sauerstoff gestartet werden für die Oberstufe. Es werden jetzt noch hunderte, wenn nicht gar tausende Prozessschritte automatisiert oder halbautomatisiert erfolgen. SpaceX gibt uns aber als nächstes nur den Punkt für die Kühlung der 33 Raptor-Triebwerke in der ersten Stufe bei T-16 Minuten und 40 Sekunden vor dem Start. Der offizielle SpaceX-Livestream, der wird aber vermutlich deutlich früher starten. Etwa 45 Minuten vor einem möglichen Start wird SpaceX online sein. Sobald der Stream verfügbar ist, werde ich nur diesen zeigen. Ihr werdet also definitiv hier nichts verpassen. Und wenn die Raptoren gekühlt sind und alles weiter planmäßig verläuft, werden wir mit 40 Sekunden ganz kurz vor dem Start eine Menge Nebel um die Rakete und die Startinfrastruktur zischen sehen. Der Startturm mit seinen 146 Metern, immerhin der größte der Welt. Ob das der Punkt ist, wo dann auch die Quick-Disconnect-Verbindungen zu Booster und Starship gelöst werden, ja, das wird sich zeigen. Definitiv nicht, bevor die Leitungen entlüftet sind. T-8 Sekunden vor einem potenziellen Start werden dann die Raptor-Triebwerke in einer durchchoreografierten Reihenfolge anfangen zu feuern und dann gemeinsam auf Nennleistung gehen. Sollte eines der Triebwerke nicht richtig funktionieren, kann man immer noch ohne Probleme abbrechen. Vielleicht sogar in dem Startfenster für einen neuen Versuch recyceln, aber das ist Spekulation. Wenn die Flugsteuerung der Meinung ist, dass alles richtig funktioniert, werden bei T-0 die Halteklammern gelöst und vermutlich nur Bruchteile einer Sekunde vorher die Quick-Disconnect-Verbindungen gelöst. Ab jetzt wird es also kein Halten mehr geben. Sollte das Starship aus Super Heavy Booster und Starship Oberstufe heil das Pad verlassen und sich aufs Meer drehen, wäre das schon eine große Leistung, ein großer Erfolg für SpaceX und tatsächlich ein neuer Rekord für die stärkste je gestartete Rakete und gleichzeitig für das schwerste fliegende Objekt, das von Menschen je gebaut wurde. Sollte es dagegen in unmittelbarer Nähe der Startrampe zu einer Explosion kommen, würde es das Starship-Programm mit Sicherheit um Monate zurückwerfen. Ja, das wollen wir nicht hoffen und da schauen wir uns mal ganz vorsichtig an, was sonst so im besten Fall erreicht werden könnte. Alles, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen und jeder Punkt wäre ein großer Erfolg im Programm. Wenn die Startinfrastruktur nicht zerlegt wurde, kommt nach 55 Sekunden der sicherlich mit Abstand wichtigste Punkt, wenn nämlich durch die Geschwindigkeit und den abnehmenden Luftdruck die maximale aerodynamische Last auf die Rakete wirkt. Englisch Max Q. Wenn dieser Punkt Max Q durchschritten ist, eben weil die Atmosphäre immer dünner wird dort oben, wird das Strukturteam bei SpaceX sicher aufatmen und vielleicht auch die ersten Jubelstürme losbrechen. Wie ich bis dahin reagieren werde, kann ich absolut nicht vorhersagen. Ich werde versuchen, nicht wieder zu fluchen vor Entzücken. Soll auf Senkrechtstarter ja alles familientauglich zugehen. 2 Minuten 49 Sekunden nach dem Start werden die 33 Haupttriebwerke oder je nachdem wie viele dann noch an sind, abgeschaltet. 3 Sekunden später erfolgt dann die Stufentrennung. Ein sehr wichtiger Punkt bei jeder Orbitalrakete. Etwa 3 Minuten nach dem Start zünden die 6 Triebwerke des Starships. Ich bin mir relativ sicher, dass man auch die Meereshörntriebwerke zündet, weil bloß mit den 3 Vakuumraptoren sonst die Gravitationsverluste meiner Meinung nach unnötig hoch wären. Kurz darauf, ähnlich zur Falcon 9 bei Pad-Landungen, wird der Booster einen Boost-Back-Burn starten, der die Flugrichtung des Erststufenboosters umdreht. Zwar fliegt der Booster weiter auf einer ballistischen Bahn nach oben, aber eben nicht mehr in Originalflugrichtung, sondern entgegengesetzt. Ein Manöver, das man für die schnelle Wiederverwendung benötigt. Etwa nach 1 Minute soll dieser Boost-Back-Burn beendet sein, ziemlich langer Boost-Back, und der Booster wird nun frei weiter aufsteigen und dann zur Erde fallen. Interessanterweise schreibt SpaceX nichts von einem Entry-Burn, und in der aktualisierten Animation von SpaceX sind die Flammen um den Booster beim Wiedereintritt auch nicht mehr pinkfarben, was ja auf Methan hindeuten könnte, sondern gelblich-rot, was darauf hindeutet, meiner Meinung nach, dass die Flammen lediglich durch den Wiedereintritt in die Atmosphäre und die Hitzeentwicklung dabei entstehen. 7 Minuten und 32 Sekunden lang wäre der Booster durch die bremsende Wirkung der Atmosphäre nur noch im Überschallbereich. 8 Sekunden später soll der Landing Burn, das heißt die Triebwerkszündung für eine Landung, erfolgen. Dieser Landing Burn soll letztendlich 8 Minuten und 3 Sekunden nach dem Start den Booster sanft im Meer absetzen. Unterdessen brennt die Starship-Oberstufe weiter munter Richtung finale Geschwindigkeit.
9 Minuten und 20 Sekunden nach dem Start würden die Triebwerke abgeschaltet werden und dann wird man vermutlich durchsagen, ob der geplante Orbit erreicht wurde. Der führt nicht um die Erde, sondern absichtlich zu einem kontrollierten Wiedereintritt auf der Höhe etwa von Hawaii. Die heiße Phase des Eintritts in die Atmosphäre, den erwartet man für 1 Stunde und 17 Minuten und 21 Sekunden nach dem Start. Ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn es bei diesem ersten Flug direkt so weit geht, aber ich fieber natürlich mit und die Daumen sind natürlich kräftig gedrückt. In den kommenden 10 Minuten würde die Atmosphäre die Starship-Oberstufe von beinahe Orbitalgeschwindigkeit auf nur noch Überschallgeschwindigkeit abbremsen. Ob das Starship dann noch in einem Stück fliegt, würde ich eher bezweifeln. In dem gerade erst veröffentlichten FAA-Gutachten wird auch davon gesprochen, dass SpaceX die nächsten Flüge nicht mit Starship-Oberstufen durchführt, die einen Wiedereintritt potenziell überleben könnten. Sollte das Starship 24 wieder erwartend sowohl Start als auch Wiedereintritt überstehen, könnte es mit seinen Steuerflächen den Fall kontrollieren und sich dann auf einen Bauchplatscher vorbereiten. Ein Flipmanöver und ein Landing Burn wie bei den Höhenflugtests sind aktuell nicht vorgesehen. Dieser Splashdown wäre dann 90 Minuten nach einem Start, also frühestens 15:30 Uhr MESZ und spätestens 17:30 Uhr MESZ. Wie gesagt, Prototyp und alles sehr weit vorausgedacht und geplant. Ich würde mich schon freuen, wenn Sie einfach nur alle Triebwerke einmal kurz laufen lassen und danach sagen, ja, war alles wie erwartet, beim nächsten Mal fliegen wir los. Apropos nächstes Mal, sowohl für den 18. als auch für den 19. April sind Ersatztermine vermerkt, wobei es aktuell nur für den Dienstag, den 18. April, auch Flugverbotszonen gäbe. Tatsächlich sieht es aktuell so aus, als wäre das Wetter aber am Montag am besten für einen Start. Ich poste im Community-Tab auf YouTube die Neuigkeiten zum Start, aber der Algorithmus ist nicht immer auf meiner Seite. Für die brandheißen News empfehle ich euch insbesondere für die kommenden Tage, mir auf Twitter zu folgen. Link zu meinem Account ist in der Beschreibung. Es gibt ganz viele neue Details zum Flug im FAA-Gutachten. Das Senkrechtstarter-Rechercheteam versucht gerade diese Haupttakten für euch aus dem 120 Seiten starken Dokument zusammenzutragen. Sobald wir das haben, werde ich das in einem Livestream vortragen, vermutlich am Sonntagabend. Ja, das war das Starship Start Special vorab. Ich arbeite weiter an den Raumfahrt-News. Die erwarten euch dann morgen früh Sonntag um 8 Uhr. Schön zum Frühstück. Dir hat es hoffentlich wieder gefallen. Dann Like nicht vergessen. Und wenn du neu hier bist und du keine weiteren Neuigkeiten aus der Raumfahrt verpassen möchtest, dann gern hier abonnieren. Denn neben den Senkrechtstarter Raumfahrt-News am Sonntag gibt es immer mittwochs die Senkrechtstarter Technik-Episoden. Dazu spannende Talks mit Wissenschaftlern und Ingenieuren. Hier findest du zum Beispiel ein Video, das dich interessieren könnte. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen und jetzt vor allem den ersten Flug des Starships, unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.